Energie, Raum und Zeit haben als fundamentale Bausteine unser Denkmodell des Universums geformt. Sie bestimmen Maß und Möglichkeiten allen Fortschritts. In ihrer Dynamik liegt eine faszinierende Herausforderung. Jede Generation stellt sich die Aufgabe, sie neu zu interpretieren. Ihr müssen wir unsere ganze Energie widmen. Das Denken öffnet Ideen und Erkenntnissen neue Räume. Damit diese nicht ins Uferlose entgleiten, hat sich der Mensch als das Maß aller Dinge bewährt. Er stellt die Realität dar, an welcher sich Innovationen messen lassen müssen. Fortschritt ist die von Menschen investierte Energie, um für Menschen neue Freiräume zu schaffen. Alles hat seine Zeit. Die energiegeladene Aktivität ebenso wie die stillen Dimensionen des Denkens. Die Zeit ist die dynamische Komponente unseres Weltbildes. Alles ist relativ. So wie irgendwann einmal gestern fernste Zukunft bedeutete, so wird heute schon morgen Vergangenheit sein. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger: Heute ist der einzig mögliche Zeitpunkt, die Zukunft aktiv zu beeinflussen. Neues Denken ist keine Domäne von Philosophen. Es durchdringt kraftvoll die Realitätsräume unserer Zeit. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine neue Generation von Automobilen zu entwickeln. Wir leben in einem Zeitalter, das intensiv von Wissenschaft und Technik geprägt wird. Technische Produkte haben nahezu sämtliche Lebensbereiche erobert. Doch kaum eines hat eine solche Bedeutung für den allgemeinen Lebensstil erreicht wie das Automobil. Der Grad an individueller Mobilität und Erlebnisqualität, den das Automobil uns gebracht hat, ist aus unserer Vorstellung kaum noch wegzudenken. Doch mit zunehmender Verkehrsdichte rücken auch Problemfelder des unverzichtbaren Kraftfahrzeuges ins Blickfeld. Haben sich in der jüngeren Vergangenheit die kritischen Stimmen an Merkmalen wie Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen orientiert, so sorgen inzwischen Themen wie Altfahrzeugentsorgung und der ins Stocken geratene Verkehrsfluss in den Innenstädten für neuen Zündstoff. Mercedes-Benz als der älteste Automobilhersteller der Welt kann und will sich kritischen Argumenten nicht verschließen und stellt sich diesen neuen Herausforderungen. Bereits seit den 70er Jahren werden bei Mercedes-Benz intensive Forschungsarbeiten im Hinblick auf alternative Antriebe und Kraftstoffe betrieben. In zahlreichen praktischen Großversuchen wurden Batterie, Solar, Elektrizität ebenso wie Wasserstoff oder Alkohol erprobt. Nach dem augenblicklichen Stand der Erkenntnisse sind diese jedoch noch weit von einer Einsatzmöglichkeit in Serienfahrzeugen entfernt. Aber die Tatsache, dass nicht täglich über solche Projekte berichtet wird, bedeutet nicht, dass sie ad acta gelegt worden sind. In den Labors und Werkstätten von Mercedes-Benz wird unter Nutzung aller Fähigkeiten des Daimler-Benz-Konzerns und der führenden Zulieferindustrie mit allem verfügbaren Know-how ständig an Zukunftstechnologien gearbeitet. Doch über dem Forschen am Automobil von morgen werden die Hausaufgaben von heute nicht vernachlässigt. So hat Mercedes-Benz seit 1978 seine Fahrzeuge im Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch in einer Weise optimiert, dass Einsparungen bis zu 28% erreicht wurden. Ferner hat Mercedes-Benz als erster europäischer Automobilhersteller alle Benzinermodelle für den deutschen Markt serienmäßig mit Dreiwegkatalysator ausgerüstet. Auch für die Dieselmodelle konnte durch das Maßnahmenpaket Diesel 89 und den Diesel Cut in Kombination mit einer Abgasrückführung die Emission von Schadstoffen drastisch verringert werden. Obwohl wir auf das Erreichte mit Stolz zurückblicken können, sehen wir keine Veranlassung, die Hände in den Schoß zu legen. Im Gegenteil.
Die Automobile der Zukunft werden sich in einem wesentlich schwierigeren ökonomischen und ökologischen Umfeld behaupten müssen. Die neue S-Klasse ist eine erste Antwort auf diese wie die Quadratur des Kreises anmutende Aufgabe. Der Sinn für jedes Automobil ist sein optimaler Kundennutzen. Dabei geht es im Kern darum, Energie sinnvoll in Mobilität umzusetzen. Ähnlich liegt die Zielsetzung im Hinblick auf die räumlichen Erfordernisse. Diese werden bei einem Automobil weitestgehend vom Einsatzzweck bestimmt. Da die Fahrzeuge der neuen S-Klasse als Reiselimousinen zu verstehen sind und vornehmlich als rollender Arbeitsplatz genutzt werden, sind sie oftmals lange Strecken unterwegs. Deshalb müssen sie logischerweise ein Optimum an Komfort bieten, in jeder Hinsicht. Komfort beginnt nun einmal beim Raumangebot. Darauf war bei der Entwicklung einzugehen. So grundsätzlich und widersprüchlich diese Anforderungen auch klingen mögen, es sind Lösungen zu finden. Dass dabei ein zukunftsgerechtes Einheitsauto entsteht, ist nicht zu erwarten. Für jedes Entwicklungsprojekt, für jede Kundenzielgruppe ergibt sich eine spezifische, optimal auf den Einsatzzweck ausgerichtete Gestaltung. So viel zum Allgemeinen. Jetzt möchten wir Ihnen die Ergebnisse vorführen, die das Gesicht der neuen S-Klasse von Mercedes-Benz geprägt haben. Bei der neuen S-Klasse handelt es sich um mehr als nur einen der üblichen Modellwechsel. Sie repräsentiert einen Generationswechsel, der in den kommenden Jahren das Erscheinungsbild weiterer Mercedes-Benz-Fahrzeuge nachhaltig bestimmen wird. Insgesamt stehen in der neuen S-Klasse 5 Motorvarianten zur Verfügung. Da ist zunächst der neue Reihen-Sechszylinder mit 3,2 Litern Hubraum, 170 kW Nennleistung und 310 Newtonmetern Drehmoment zu nennen. Sodann gibt es 2 V8-Motoren mit Hubräumen von 4,2 bzw. 5 Litern, 210 bzw. 240 kW Nennleistung und 410 bzw. 480 Newtonmetern Drehmoment. Für den Markt der USA wird der bewährte Reihen-Sechszylinder Turbo-Dieselmotor mit 3,5 Litern Hubraum in leicht modifizierter Form übernommen. Die Krönung dieser Motorengeneration stellt jedoch zweifellos der V12-Motor dar. Er entwickelt eine Nennleistung von 300 kW und ein maximales Drehmoment von 580 Newtonmetern. Wenn auch die Entwicklungsziele, optimaler Drehmomentverlauf, Schadstoffminimierung, Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit, Laufkultur und Zuverlässigkeit für alle Motoren gelten, erfahren sie in dem neuen Zwölfzylinder einen bislang unübertroffenen Grad an Harmonie. Schon ab 1600 Umdrehungen pro Minute übersteigt das Drehmoment 500 Newtonmeter. Dies erlaubt Fahrerlebnisse in einer Atmosphäre entspannter Gelassenheit. 2x6 Zylinder sind in einem Winkel von 60 Grad V-förmig angeordnet. Die 4 Ventile pro Zylinder werden von jeweils 2 oben liegenden Nockenwellen gesteuert, von denen die Einlasswellen im Betrieb elektrohydraulisch verstellbar sind. Weiterhin war es mit Hilfe der modernen Elektronik möglich, bei diesem Motor nicht nur ein ausgeklügeltes System von Abgasrückführung und Sekundärlufteinblasung zu realisieren, sondern auch eine zylinderselektive Anti-Klopfregelung. Der V12 von Mercedes-Benz verfügt, weltweit als einziger Zwölfzylinder, über diese den Kraftstoffverbrauch bzw. das Drehmoment entscheidend verbessernde Technik. Durch dieses Maßnahmenpaket werden alle verbrauchs- und schadstoffreduzierenden Potenziale voll genutzt. Um in allen Betriebszuständen eine optimale Verbrennung zu gewährleisten, wurde auch bei der Gemischaufbereitung ein außerordentlicher Aufwand betrieben. Eine Schlüsselposition nimmt dabei die vollelektronische LH-Einspritzung ein. Ein Hitzdraht-Luftmengenmesser sorgt immer für eine exakte Bestimmung der aktuell benötigten Kraftstoffmenge. Diese wird vor das geschlossene Einlassventil vorgelagert und kann so bereits vor dem Ansaugen verdampfen.
Durch die bessere Gemischaufbereitung wird eine Kausalkette in Gang gesetzt. Optimale Verbrennung gleich höhere Energieausbeute gleich niedrigere Verbrauchswerte gleich geringere Schadstoffemissionen. Auch hier sorgt die Elektronik für ein koordiniertes Zusammenspiel der an der Gemischaufbereitung beteiligten Komponenten und somit für ein in allen Betriebszuständen abgasoptimiertes und leistungsgerechtes Einspritzsystem. Zu einem derart anspruchsvollen Motor gehört die mit 7 Litern Volumen weltweit größte Katalysatoranlage für Pkw. Sie ist so dimensioniert, dass keine spürbare Leistungseinbuße bzw. kein Kraftstoffmehrverbrauch auftritt und eine hohe Langzeitstabilität gewährleistet ist. Durch ein neuartiges Konzept doppelwandiger und aufwendig isolierter Auspuffkrümmer und ebenfalls doppelwandiger Zuleitungen erreichen die in einer wärmeisolierenden Quellmatte eingebetteten Keramikkatalysatoren in extrem kurzer Zeit die optimale Betriebstemperatur. Der Clou der neuen Mercedes-Benz-Motoren ist jedoch das völlig neuartige Motorantriebsmanagement. Mercedes-Benz realisiert hier erstmals im Fahrzeugbau eine Vernetzung hochleistungsfähiger elektronischer Steuergeräte auf der Basis eines Datenbussystems. Das Neue an unserem Datenbussystem ist, dass alle Steuermodule über einen gemeinsamen Datenkanal quasi wie in einer Konferenzschaltung miteinander kommunizieren. Die Daten eines Steuergerätes stehen gleichzeitig allen anderen zur Verfügung. Das heißt, es sendet in kurzen Abständen hintereinander jeweils nur ein Teilnehmer. Alle anderen empfangen sie und nutzen jeweils nur die Daten, die sie brauchen können. Es bedarf wohl kaum noch der Erwähnung, dass ein solches Netzwerk einen enormen Geschwindigkeitsgewinn in der Datenverarbeitung und ein erhöhtes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit bringt. Durch die Vernetzung werden neue, zusätzliche, über die Einzelsysteme hinausgehende Funktionen möglich. Dadurch wachsen die einzelnen Steuergeräte über sich hinaus, wie ein eingespieltes Team, das in jeder Situation aufeinander abgestimmt reagiert. Das Ganze ist eben weit mehr als die Summe seiner Teile. Auf diese Weise können im Bedarfsfall ebenso schnell wie exakt aufeinander abgestimmte Überwachungs- bzw. Steuerfunktionen im Motor- und Antriebsbereich realisiert werden. Lassen Sie uns das am Beispiel von ASR, der Antriebsschlupfregelung, verdeutlichen. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Auf einer winterlichen, teilweise vereisten Straße droht eines der Antriebsräder durchzudrehen. Sofort werden einige Systemkomponenten aktiv. Das gefährdete Rad wird hydraulisch abgebremst. Gleichzeitig wird die Motorleistung reduziert, indem die Zündung zurückgenommen und dann über die elektrisch betätigte Drosselklappe die Luftzufuhr gedrosselt wird, bis das Rad wieder greift. Auf ähnliche Weise sorgt die Elektronik auch in anderen kritischen Fahrsituationen für maximale Stabilität. Etwa wenn der Fahrer in einer Kurve plötzlich vom Gas weg muss und dabei Schlupf an den Antriebsrädern auftritt. Dann wird durch die Motorschleppmomentregelung unverzüglich das Bremsmoment des Motors reduziert. Ein weiteres Beispiel für die Leistungsfähigkeit des Datenbussystems ist das automatische Cut-Vorheizen bei einem Kaltstart. Das Fahrzeug wird angelassen. Im Anschluss daran geschieht in der Elektronik Folgendes. Sensoren melden, Motor läuft, der Cut ist noch kalt. Sofort wird die Pumpe für Sekundärluft eingeschaltet, damit das aus den Zylindern ausströmende Abgas nachoxidiert. Gleichzeitig wird die Zündung auf Spät gestellt, damit extrem heißes Abgas entsteht, und die Drosselklappe angesteuert, um den Luftdurchsatz zu erhöhen. Auf diese Weise erreicht der Cut sehr schnell seine optimale Betriebstemperatur, um alle Schadstoffe umzusetzen. Wenn man bedenkt, dass ein aus Gründen einer hohen Lebensdauer fern vom Motor unter dem Fahrzeug positionierter Katalysator ohne diese motorseitigen Maßnahmen etwa doppelt so lange benötigt, bis er anspringt, dann wird deutlich, welche enorme Verbesserung das Cut-Vorheizen mit sich bringt.
In der Praxis wird allein dadurch die Schadstoffemission in allen Komponenten erheblich reduziert. Insgesamt gesehen markiert das Datenbussystem einen Meilenstein in der Motor- und Antriebssteuerung. Es ist offen für zukünftige Erweiterungen in jede nur denkbare Richtung. Ein ganz wesentliches Ziel war es, die elektronischen Systeme so flexibel wie möglich zu gestalten, um den individuellen Sonderausstattungswünschen jedes einzelnen Kunden noch besser gerecht werden zu können. Dies gelang durch die Anordnung der elektronischen Steuergeräte als Einzelmodule. In einer Elektronikbox können bis zu 8 Steckmodule verwechslungssicher installiert werden. Ein Gebläse sorgt für ausreichende Kühlung und eine Abschirmung schützt wirksam vor elektromagnetischen und anderen Störeinflüssen. Damit wird die Zuverlässigkeit von Kfz-Elektronik weiter erhöht, sodass Ausfälle in Steuergeräten die absolute Ausnahme bleiben. So wie die Kraftentfaltung des Motors der Maßstab für die Fahrleistung ist, bestimmt das Fahrverhalten das Maß an aktiver Sicherheit. Ein Fahrwerk bedeutet aber noch mehr. So war es bei der Konzeption der neuen S-Klasse oberste Zielsetzung, ein Maximum an Fahrkomfort in allen Fahrsituationen zu gewährleisten, bei gleichzeitig größtmöglicher Fahrsicherheit. Die Vorderradaufhängung der neuen S-Klasse ist eine neu entwickelte Doppelquerlenkerkonstruktion. Als ihr herausragendes Leistungsmerkmal ist denn auch das extrem gute Ansprechverhalten der Dämpfer zu nennen. Ein weiteres im Hinblick auf die Entwicklungsziele entscheidendes Konstruktionsmerkmal ist der neuartige Vorderachsträger. Er reduziert die direkten Kontakte zwischen Achse und Karosserie auf ein Minimum und begrenzt so die Übertragung von Schwingungen. Damit wird alles, was von der Straße kommt, wirksam von der Karosserie und damit natürlich auch von den Insassen ferngehalten. Ein Höchstmaß an Komfort ohne Einbuße bei der Fahrsicherheit wurde auch bei der Servolenkung erreicht. Sie zeichnet sich darüber hinaus durch ein geschwindigkeitsabhängig gesteuertes Lenkmoment aus. Das bedeutet in der Praxis: Bei langsamer Fahrt reagiert die Lenkung leichtgängig, was zum Beispiel beim Einparken oder Rangieren als besonders angenehm empfunden wird. Dieser Vorteil konnte erreicht werden, und das ist sehr wichtig, ohne dass bei schneller Fahrt der Kontakt zur Fahrbahn beeinträchtigt wird. Für die Hinterachse der neuen S-Klasse wurde jetzt auch das ebenso zukunftsweisende wie bewährte Prinzip der Raumlenkerachse in einer durchgreifenden Überarbeitung mit ihren idealen elastokinematischen Eigenschaften gewählt. Ihr herausragendes Leistungsmerkmal ist, dass die Hinterräder im Fahrbetrieb keinerlei unerwünschte Lenkbewegungen machen, die der Fahrer, wenn auch meist unbewusst, ausgleichen muss. Dies ermöglicht ein entspanntes und komfortables Fahren bei höchster Lenkpräzision. Kunden, denen dieses Komfortangebot noch nicht ausreicht, steht eine Reihe von Sonderausstattungen zur Verfügung. Zum Beispiel eine Niveauregulierung an der Hinterachse. Diese gehört beim 12-Zylinder zur Serienausstattung. Oder ein elektronisch gesteuertes adaptives Dämpfungssystem ADS. Oder eine sehr aufwendige hydropneumatische Federung, die das ADS beinhaltet. Völlig neu und einzigartig ist das Bremssystem bei den 8- und 12-Zylinder-Modellen der neuen S-Klasse. Damit ist es jetzt erstmals möglich, die Bremskraft nahezu ideal auf alle 4 Räder zu verteilen. Über den offensichtlichen Sicherheitszuwachs hinaus wird dabei eine höhere Standfestigkeit erreicht und zugleich der Verschleiß vermindert. Mit dem völlig neuartigen ABS-System auf Mikrocomputerbasis konnte auch eine bislang unerreichte Bremskraftoptimierung in den unterschiedlichsten Fahrsituationen erreicht werden. Speziell die Regelung der Hinterradbremse geschieht äußerst feinfühlig. Dadurch wurde die Fahrstabilität bei Bremsmanövern auf teilweise nasser oder glatter Fahrbahn deutlich verbessert.
Fahrdynamik und Sicherheit haben in einem Modellkonzept, das Wert auf Ausgewogenheit legt, stets eine gleichrangige Priorität. Der Nutzen für Fahrer und Insassen ließe sich frei nach dem Liebigschen Wirkungsprinzip interpretieren: Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Mercedes-Benz ist als Sicherheitspionier ebenso bekannt wie die sprichwörtliche Mercedes-Sicherheit. So manifestiert sich denn auch die passive Sicherheit bereits im Grundkonzept. Sie setzt sich in allen Konstruktionsdetails fort. Speziell bei der Fahrgastzelle wird dies deutlich. Wir haben ihr eine extrem hohe Festigkeit gegeben, denn naturgemäß ist ihre Stabilität bei allen Unfallarten von entscheidender Bedeutung. Ebenfalls optimiert wurden die Knautschzonen vor und hinter der Fahrgastzelle. Weit über die Erfüllung gesetzlicher Normen hinaus galt das Augenmerk unserer Ingenieure vorrangig einer Berücksichtigung des realen Unfallgeschehens. Zum Beispiel beim seitlich versetzten Aufprall gegen die Front oder gegen das Heck und bei Seitenkollisionen. Unsere Mercedes-Benz-Sicherheitsingenieure nennen dies realitätsnahe Unfallerprobung. Diesem Ziel haben sie sich seit annähernd 40 Jahren verschrieben. Sie folgen damit der Maxime, dass ein Höchstmaß an Sicherheit ein Grundbedürfnis eines jeden Autofahrers ist. Wie ein roter Faden zieht sich dieses Prinzip auch durch das Testprogramm der neuen S-Klasse. Sie hat die strapaziöseste Sicherheitserprobung hinter sich, die je eine neue Modellreihe von Mercedes-Benz über sich ergehen lassen musste. Dadurch ist eindeutig erwiesen, in der neuen S-Klasse wird den Insassen ein bisher unübertroffenes Maß an Sicherheit und Geborgenheit geboten. Eingedenk der Tatsache, dass die Bedrohung zwar von außen kommt, die Sicherheit sich aber innen bewähren muss, sahen wir uns veranlasst, das Konzept der inneren Sicherheit ebenfalls nochmals zu verbessern. Sicherheitsgurte sind ihrem Sinn nach für den Fall konstruiert, der hoffentlich nie eintritt. Und es ist bekannt, dass viele Leute Vorbehalte gegen Gurte haben, weil sie nicht einsehen, dass man eine dauernde Unbequemlichkeit für einen seltenen Eventualfall in Kauf nehmen soll. Wir wollen dieser Denkweise nicht das Wort reden, sondern setzen ihr ein praktisches Argument entgegen. Ein Argument, das in doppelter Hinsicht einleuchtend ist. Zum einen stellt die Befestigung der beiden unteren Gurtverankerungen am Sitz und die automatische, mit der Sitzposition gekoppelte Höhenverstellung der Schultergurtverankerung stets eine optimale Gurtgeometrie am Körper sicher. Zum anderen haben wir die Annehmlichkeit des Tragens mit einer Komfortautomatik spürbar verbessert. Mit dem Ergebnis, dass man den Gurt kaum noch spürt. Er scheint über dem Körper zu schweben. Zusätzlich wurden auch die Airbag-Systeme für Fahrer und Beifahrer weiter verbessert. Diese Kombination von Sicherheitsgurt und Airbag-Systemen stellt nach dem einhelligen Urteil maßgeblicher Fachleute das denkbar beste Sicherheitskonzept für Automobile dar. Es hat sich in Mercedes-Benz-Fahrzeugen bereits seit 10 Jahren auf der Straße bewährt. Aber bleiben wir noch einen Augenblick bei den Sitzen. Denn Autofahren ist, das gerät unter all der Technik manchmal etwas in Vergessenheit, Autofahren ist eine sitzende Tätigkeit. Im Zuge der Entwicklungsarbeiten für die neue S-Klasse haben sich unsere Sitzspezialisten besonders viel vorgenommen. Als Ergebnis kann ein in allen Punkten hervorragender Sitzkomfort präsentiert werden. Generell lassen sich Lenkrad und Sitz individuell so einstellen, dass sowohl der kleinste als auch der größte seine ideale Sitzposition findet. Hierbei wurde sogar ein gewisser Zuwachs an durchschnittlicher Körpergröße berücksichtigt, denn Untersuchungen zeigen eindeutig, dass die Menschen immer größer werden. Nun zu den konkreten Konstruktionsmaßnahmen. Die Sitzpolster sind so ausgeformt, dass sie sich allen Körperproportionen optimal anpassen. Sie bestehen aus einer Kombination von Stahlfederung, Naturfasern und Schaumstoffelementen. Damit wurden gleichermaßen straffer Seitenhalt bei angenehmer Oberflächenweichheit und eine klimaphysiologisch optimale Durchlüftung erreicht.
Diese Vorteile wirken sich gerade auf langen Strecken angenehm aus. Das Fahrersitzkissen ist sowohl in seinem Neigungswinkel als auch in Längsrichtung einzustellen. Das heißt, allen Bedürfnissen nach Oberschenkelunterstützung auch bei unterschiedlichsten Maßen anzupassen. So viel zur Sitzfläche. Aber sie ist ja nur die eine Hälfte vom Sitz. Wir haben der Lehne ebenfalls die ihr gebührende Aufmerksamkeit gewidmet. Das zeigt sich insbesondere in der individuellen Anpassungsfähigkeit der pneumatischen Lordosenstütze. Als Sonderausstattung gibt es die Multikonturlehne, in der 4 getrennt variierbare Luftpolster eine ideale Stützwirkung gewährleisten, was sich speziell bei individuellen Bedürfnissen und sportlicher Fahrweise als ebenso nützlich wie komfortabel erweist. Für Fahrzeuge, die wechselweise von verschiedenen Personen gefahren werden, ist eine weitere Sonderausstattung von Nutzen, die Memory-Schaltung. Dabei wird der ganze Einstellmechanismus der Vordersitze elektrisch betrieben, zusätzlich Innen- und Außenspiegel sowie die Lenkung. Das Memory erlaubt Speicherung und Abruf der Einstellwerte für 3 verschiedene Positionen. Die wahlweise elektrisch verstellbare Lenkung ist, im Gegensatz zur mechanisch verstellbaren, nicht nur in der Längsrichtung, sondern auch in der Neigung verstellbar. Für die Fondpassagiere gibt es in der neuen S-Klasse 2 verschiedene Sitzvarianten. Hier zum Beispiel bequeme Einzelsitze mit verstellbaren Sitzkissen und einer bis zur Ruhestellung neigbaren Lehne. Die Kopfstützen der Rücksitze können übrigens vom Fahrersitz aus elegant umgeklappt werden, um das Sichtfeld nach hinten zu vergrößern. Kommen wir nun zum Bereich Klima. Auch hier hebt sich die neue S-Klasse in wesentlichen Leistungsmerkmalen deutlich von der konventionellen Technik ab. Für reine Luft sorgt ein völlig neues Aktivkohlefiltersystem in Verbindung mit der Klimaanlage. Das System besteht aus einem Vorfilter, der Staub, Pollen, Sporen und andere Kleinstpartikel abscheidet. Er stellt somit einen guten Schutz auch für Allergiker dar. Der nachfolgende Hauptfilter hält fast alle Geruchsstoffe zurück. Aber Klima ist ja mehr als reine Luft. Die neue Klimatisierungsautomatik lässt in der Tat kaum noch Wünsche nach individueller Behaglichkeit offen. Eine einmal gewählte Einstellung lässt sich weder von der Fahrgeschwindigkeit noch von der Außentemperatur irritieren und könnte das ganze Jahr über beibehalten werden. Die Luft wird angenehm getrocknet, was sowohl dem Wohlbefinden als auch der Beschlagfreihaltung der Scheiben dient. Fahrer wie Beifahrer können sich ihr Klima individuell einstellen. Und die Fondpassagiere können durch eine separate Zusatzanlage verwöhnt werden. Die Seitenfenster sind mit einer Doppelverglasung ausgestattet. Sie isolieren nicht nur wirksam gegen Außengeräusche, sondern auch gegen Kälte. Und bei nassem Wetter verhindern sie selbst bei vollbesetztem Fahrzeug ein Beschlagen der Scheiben. An dieser Stelle bietet sich eine gute Gelegenheit, auf ein kleines technisches Wunder hinzuweisen. Die Servoschließung, die als Sonderausstattung angeboten wird. Nun braucht man die Tür nur noch sanft anzulehnen. Den Rest des Schließens übernehmen geräuschlose Pneumatik-Arbeitselemente. Die Servoschließung funktioniert bei allen 4 Türen und der Heckklappe, deren Griff übrigens beim Drücken des Öffners automatisch ausfährt und ansonsten schmutzfrei verborgen liegt. Auf Wunsch kann man mit einem kurzen Knopfdruck die Fenster nieder- oder hochgleiten lassen, und zwar ohne dass dabei eine winkende Hand eingeklemmt wird. Dafür sorgt die neue Überschusskraftbegrenzung. Und dank Komfortschließung schnurren alle offenen Scheiben plus Schiebedach zu, wenn der Schlüssel beim Abschließen des Fahrzeugs ganz in Schließrichtung gedreht und mehr als eine halbe Sekunde festgehalten wird. Last but not least garantiert ein hubgesteuerter Wischarm auf der Fahrerseite mit Unterstützung eines zusätzlichen konventionellen Wischers auf der Beifahrerseite mit einer Wischfläche von 90% einen perfekten Durchblick bei allen Wetterlagen.
und bei nur leichtem Nieseln genügt ein einmaliges Tippwischen ohne Waschwasser oder ein zweites, langsameres Wischintervall. In der Vorstellung der Öffentlichkeit hatte die S-Klasse von Mercedes-Benz schon immer eine besonders hohe qualitative Anmutung. Diese Positionierung wird durch die neue Generation von Fahrzeugen sicher noch weiter gefestigt. An dieser nach außen gerichteten Charakteristik hat auch das Design seinen Anteil. Technisch funktionale Attribute haben eben auch einen ästhetischen Aspekt. Der Anspruch des Mercedes-Benz-Designs ist es, über vordergründig modernistische Tendenzen hinweg wertkonservative und zugleich zukunftsweisende Akzente zu setzen. Die Ausstrahlung des Fahrzeuginneren macht die Botschaft deutlich. Ein Mercedes-Benz ist ein funktionsgerechtes Produkt, das Mobilität in einer Atmosphäre entspannter Ruhe und Geborgenheit bietet. An der Instrumententafel wird diese doppelte Bedeutung besonders augenfällig. Die Anzeigeinstrumente sind klar und übersichtlich und mit einem Blick zu erfassen. Die Bedienelemente liegen ergonomisch angeordnet im Radius der Griffweite, sind da, wo man sie sucht, und von sinnfälliger Symbolik. Ablageflächen sind dort, wo sie erwartet werden. Sie sind großzügig dimensioniert, was ebenfalls für den Fußraum zutrifft. Auch an der Mittelkonsole fällt das gleichermaßen durchdachte und ästhetische Design auf. Naturmaterialien wie Holz, Leder, Wolle sind in der Innenausstattung der neuen S-Klasse allgegenwärtig. Einerseits bei den Holzzieherblenden und andererseits bei der Lederausstattung beinahe im gesamten Innenraum. Eine Holzabdeckung befindet sich auch auf der Klappe des Handschuhfachs. Besonders schön und edel. Das natürlich gewachsene Wurzelholz, ein Nebenprodukt aus kalifornischen Nussplantagen. Apropos Handschuhfach. Ein solches steht auch dann noch zur Verfügung, wenn ein Beifahrer-Airbag eingebaut ist. Auch bei der äußeren Formgebung stellte sich dem Mercedes-Benz-Designer die Aufgabe, mit den Mitteln der Formen- und Materialsprache dem Betrachter den Stil des unauffällig Außergewöhnlichen der neuen S-Klasse verständlich zu machen. Ein Maximum an Innovation unter Wahrung der Tradition. Ihre äußeren Erscheinungsmerkmale springen denn auch nicht dem Betrachter ins Auge, wenn man einmal von der sehr charakteristisch wirkenden neuen, in den Stoßfängern eingelassenen Kühlermaske absieht. Die glattflächige, elegant fließende Silhouette mit den hohen Seitenfenstern und den Chrom-Hämatit-Akzenten strahlt eher Understatement aus. Die Verglasung schließt ringsum bündig mit der Außenhaut ab. Zurückhaltend und charakteristisch zugleich wirken auch das transparente Leuchtenband und die schräg verlaufenden Fugen der Heckpartie. Eine logische Lösung für eine tiefe Ladekante. Allenfalls die breiten Reifen auf den 8 oder 15 Lochfelgen lassen etwas von der sportlichen Dynamik ahnen, die auch in diesen Automobilen steckt. Versucht man nun aus der Fülle an Überlegungen und Erfahrungen, die im Zuge der Entwicklungsarbeiten zur neuen S-Klasse angestellt bzw. gesammelt wurden, ein Fazit zu ziehen, dann darf man sich als Beteiligter ein beruhigendes Gefühl durchaus zugestehen. In den Bereichen Technik und Energie setzt die neue S-Klasse rundum neue Maßstäbe des derzeit Machbaren. Von ihrer gesellschaftlichen Positionierung her erfüllt sie die Anforderungen der Zeit. Man kann die neue S-Klasse ohne Übertreibung als einen Wegbereiter für neue umweltgerechte Techniken bezeichnen. Sie eröffnet zum Beispiel das Zeitalter FCKW-freier Automobile. Ebenso wird man gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest oder Schwermetalle hier vergeblich suchen. Und außerdem werden in der neuen S-Klasse nahezu ausschließlich recyclingfähige Materialien verwendet. Jedes Kunststoffbauteil von mehr als 100 Gramm ist eindeutig mit seinem Werkstoffnamen gekennzeichnet. Eine unabdingbare Voraussetzung für sortenreines Recycling. Und was den statischen wie dynamischen Raumbedarf angeht,
So präsentiert sich die neue S-Klasse in wohltuend optimierten Dimensionen. Nie zuvor gab es bei Mercedes-Benz so viel innovative Automobiltechnik. Insgesamt gesehen verspricht die neue S-Klasse ein beeindruckendes Erlebnis. Hi. You're looking at me, but I can see you too. Does that disturb you? Disturbance means energy, the force from which life emerges. Waves in the sea, sun and heat, life and love. Space. The freedom we need for living. Space. The freedom we must also give to others. Space. The epitome of culture. To make the best out of one's time is the asset we will live on tomorrow. Time allows our thoughts and ideas to grow. But as our ideas change, so does time.